Gesundheit braucht Verstand und heute machen wir mal eine Gehirnwäsche. Natürlich nicht so, wie ihr denkt. Unser Gehirn hat nämlich tatsächlich eine Müllabfuhr. Die läuft jede Nacht. Die meisten von euch wissen gar nicht, dass sie gibt. Und das funktioniert über das Hirnwasser. Das fließt durch das Gehirn, nimmt Müll mit, Proteine, Stoffwechselabfälle und spült sie raus. Man nennt diesen Prozess Glymphatik und das wurde tatsächlich erst 2013 entdeckt. Und läuft das schlecht, bleibt konsequenterweise der Müll liegen. Und kurzfristig merkt ihr das. Kopfschwer, Konzentration weg, gerädert und das, obwohl ihr geschlafen habt. Langfristig lagern sich diese Ablagerungen über Jahre ab. Beta-Amyloid und Tauproteine. Und genau diese bringt man auch mit Demenz und Alzheimer in Verbindung. Und ihr habt einen großen Einfluss darauf, wie gut oder wie schlecht diese Gehirnwäsche bei euch abläuft. Und bei vielen läuft es tatsächlich schlecht. Die wachen morgens auf, sind gerädert, haben Konzentrationsprobleme, sie kommen nicht in die Gänge und können sich das nicht erklären. Und vielleicht liegen die Ursachen genau hier. Fangen wir mal an. Über 100 Jahre lang wusste niemand, wie das Gehirn seinen Müll überhaupt entsorgt. Jedes andere Organ in unserem Körper hat ein Lymphsystem. Herz, Leber, Lunge, alle haben Lymphgefäße. Und das Gehirn, das hat keins. Und deswegen hat man lange gedacht, wahrscheinlich braucht es auch gar keins. Aber das ist ein Irrtum. Es hat ein eigenes System, das Forscher 2013 erstmalig sichtbar gemacht haben. Es läuft nicht durch eigene Gefäße, sondern entlang der Blutgefäße. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis man das gefunden hat. Dieses System aber könnt ihr ganz klar beeinflussen. Und zwar durch Schlaf, durch korrekte Atmung und durch eure Körperhaltung. Das sind Dinge, die ihr sowieso ständig macht. Die Frage ist nur, ob ihr sie auch korrekt ausführt. Heute klären wir 3 Dinge, wie die Gehirnwäsche funktioniert, was sie blockiert und wie ihr sie aktiviert. Und das einmal vorweg. 2025 hat die Universität in Cambridge bei 40.000 Menschen festgestellt, dass eine gestörte Gehirnreinigung direkt mit dem Demenzrisiko zusammenhängt. Dazu kommen wir aber gleich. Wie funktioniert also das Ganze? Tagsüber sind eure Gehirnzellen aktiv, dadurch geschwollen, da kommt nichts durch. Und jetzt passiert im Schlaf Folgendes. Die Gehirnzellen sind eben nicht mehr so aktiv und ziehen sich zusammen. Der Raum zwischen ihnen vergrößert sich um etwa 60%. Das hat man 2013 gemessen. Tagsüber ist also nicht genug Platz zwischen den Zellen, also auch kein Platz für eine Spülung. Und nachts, da schrumpfen ja die Zellen, das Hirnwasser kann fließen und der Abfall wird fortgespült. Und wichtig, bei diesem Effekt geht es nicht darum, wie lange ihr im Bett liegt und da der Ruhm döst. Es geht darum, ob ihr den Tiefschlaf erreicht. Ungestört. 2025 hat man erstmals gemessen. Die Spülung ist also kein Lichtschalter, sie kommt erst richtig zum Tragen, wenn ihr tief und fest schlaft. Jede Mikroaufwachsituation bremst und unterbricht diesen Prozess. Was entscheidet aber, ob ihr die Tiefschlafphase erreicht? Euer Nervensystem muss dazu erstmal in den Erholungsmodus kommen. Das parasympathische Nervensystem ist genau dafür zuständig, unser Entspannungsnerv. Befindet sich der Körper in einem Stressmodus, erreicht ihr den Tiefschlaf nicht. Der Sympathikus ist dann aktiv, also unser Stressnerv, der Gegenspieler vom Parasympathikus. Und der verhindert nämlich, also seine Aktivität verhindert, dass ihr in den Tiefschlaf kommen könnt. Und jeder, der unsere Videos kennt, weiß, was den Stressmodus die ganze Nacht aufrechterhalten kann. Die Mundatmung, darüber haben wir ausführlich in verschiedenen Videos gesprochen. Schaut doch die Videos nochmal an, wenn ihr nicht mehr Bescheid wisst. Gut, also das Hirnwasser, die Fachleute nennen es Liquor, fließt entlang der Blutgefäße in
das Hirnsystem hinein. Da mischt es sich mit der Flüssigkeit zwischen den Zellen, nimmt den Müll mit und fließt wieder ab. Stellt euch ein staubiges Waschbecken vor, das Wasser fließt hinein, nimmt den Dreck mit und alles zusammen fließt ab. Tatsächlich hat euer Gehirn auch so einen Abfluss. Der fließt zum Teil hier durch. Das hier ist die Siebplatte. Das Hirnwasser sickert da durch und direkt in die Lymphbahn der Nasenschleimhaut. Also euer Gehirn entsorgt den Müll teilweise über die Nase. Und das ist am Menschen nachgewiesen mit Tracern und Gewebeproben, nicht im Tierexperiment. Und das ist ein wichtiger Punkt, aber wir kommen da gleich nochmal drauf. Und was viele nicht wissen, euer Körper hat nicht nur ein Reinigungssystem, sondern zwei. Das erste läuft in euren Zellen und in jede eurer 37 Billionen Zellen läuft ein Reinigungs- und Recyclingsprozess ab. Alte Proteine und beschädigte Bestandteile aus der Zelle, die werden eingesammelt. Sie werden in ihre Grundbausteine zerlegt, verdaut und wieder verwendet. Der Zellschrott wird zu neuen Energien und das nennt man Autophagie. Und das zweite kennt ihr jetzt, die Glymphatik, die den Raum zwischen den Zellen im Gehirn durchspült. Warum erzähle ich euch das? Weil beide Systeme im Schlaf auf Hochtouren laufen. Und wer schlecht schläft, bremst beide gleichzeitig. Und da wird weder innerhalb der Zelle noch zwischen den Zellen sauber gemacht. Das bedeutet, wenn ihr euren Schlaf verbessert, profitiert nicht nur die Glymphatik, sondern jede einzelne Nervenzelle in eurem Körper, weil die Autophagie in jeder Zelle wieder anlaufen kann. Das ist kein kleiner Effekt. Das betrifft euren ganzen Organismus. Das Immunsystem, Regeneration, Entzündungsprozesse. Wir haben der Autophagie ein eigenes Video gewidmet. Wer da einsteigen will, den Link findet ihr unter diesem Video. 2024 hat man was Interessantes gemessen. Man hat Menschen im MRT gemessen und ihnen verschiedene Atemübungen gegeben. Und dabei hat man gesehen, kontrollierte tiefe Atmung bewegt das Hirnwasser direkt. Beim Einatmen sinkt der Druck im Brustkorb und das Hirnwasser fließt Richtung Kopf. Beim Ausatmen steigt der Druck und das Hirnwasser fließt wieder zurück. Ein typischer Pumpeffekt hin und her mit jedem Atemzug. Dieser Pumpeffekt ist ein eigenständiger Treiber neben eurem Herzschlag. Euer Herz pulsiert und durch die Bewegung der Adern, die dadurch entsteht, bewegt sich auch das Hirnwasser. Aber kontrollierte tiefe Atmung erzeugt einen zusätzlichen Pumpmechanismus. Erstens durch Druckwechsel im Brustkorb und zweitens, weil sich die Blutgefäße im Gehirn bei tiefer Atmung wechselnd zusammenziehen und ausdehnen. Das bedeutet, jeder tiefe Atemzug, den ihr nehmt, ist eine aktive Spülung für euer Gehirn. Ihr könnt das also selber antreiben. Die Frage ist aber, welche Art von Atmung erreicht das und welche nicht? Probiert es selber aus. Legt die Hand auf euren Bauch, atmet dreimal tief ein und aus, und zwar durch die Nase. Merkt ihr, wie euer Bauch sich hebt und senkt? Die Nase setzt einen Widerstand bei der Atmung und dadurch atmet ihr tiefer. Und die Art dieser Atmung ist genau die, die im MRT den Pumpeffekt nachgewiesen hat. Und dasselbe jetzt mit dem Mund. Flacher, schneller, oben in der Brust, weniger Druckwechsel, weniger Pumpe. So einfach ist der Unterschied und der wirkt sich nachts 8 Stunden lang aus. Und es kommt noch was dazu. Wer durch den Mund atmet, verlagert unbewusst den Kopf nach vorne. Macht mal einen Test, stellt euch an die Wand, Hinterkopf, Schultern, Po, berührt alles gleichzeitig die Wand. Wenn euch das schwerfällt, den Hinterkopf gleichzeitig anzulegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr durch den Mund atmet. Und diese Kopfhaltung verengt auch die Blutgefäße im Nacken, die euer Gehirn versorgen. Weniger Durchblutung bedeutet gestörte Hirnwasserdynamik. Mundatmung, flache Atmung, verlagerte Kopfhaltung, das hängt alles zusammen. Das sind sich wechselseitig unterstützende Funktionen. Ist eine schlecht, ist die andere auch schlecht. Und dann erinnert euch an den Abflussweg durch die Siebplatte. Das Hirnwasser fließt zum Teil durch die Nase ab. Bei Nasenatmung ist die Schleimhaut gut durchblutet, feucht,
aktiv. Bei Mundatmung trocknet die Nasenschleimhaut aus. Ich sage nicht, dass dieser Zusammenhang direkt bewiesen ist. Dafür gibt es nämlich keine Studien bisher. Nasenatmung hält die Schleimhäute in Form und feucht, verstärkt den Pumpeffekt, unterstützt die Kopfhaltung und hält den Abflussweg offen. Und warum ist das alles wichtig? Kurzfristig erinnert euch an den Anfang. Gerädert aufwachen, Konzentration weg und nicht in die Gänge kommen. Jetzt wisst ihr, was da möglicherweise passiert. Die Spülung hat nachts nicht richtig gearbeitet. Und langfristig, und das haben wir auch bereits am Anfang erwähnt, die Universität Cambridge hat ja 2025 festgestellt, bei 40.000 Menschen, dass diejenigen, die eine gestörte Gehirnreinigung haben, ein hohes Risiko haben, in den nächsten 10 Jahren eine Demenz zu entwickeln. Das ergibt auch Sinn, denn das lymphatische System spült den Gehirnplaque, also diese unlöslichen Eiweißablagerungen, die zwischen den Nervenzellen im Gehirn ansammeln, mit raus. Das ist jetzt kein Grund zur Panik, aber wenn die Basisfunktionen gestört sind, dann muss man was daran ändern. Da führt kein Weg vorbei. Und noch ein Detail, was die wenigsten kennen. Der Riechsinn fällt bei Demenzpatienten als erstes aus. 3 Funktionen an einem Ort. Atemluft reinigen und bearbeiten, den Riechkolben stimulieren und den Abfluss vom Gehirn aufnehmen. Die Riechnerven spielen bei der Drainage eine entscheidende Rolle. Und die werden bei der Mundatmung gar nicht stimuliert. Alle diese wichtigen Funktionen an dieser Stelle sind auf Nasenatmung ausgelegt. So, jetzt haben wir mehreres besprochen. Mundatmung bremst die Gehirnwäsche auf mehreren Wegen. Tiefschlaf, Pumpeffekt, Kopfhaltung. Und das sehe ich jetzt überall als Lösung gegen die Mundatmung. Mouth-Taping. Menschen kleben sich nachts den Mund mit Pflaster zu. Aber der Mund ist nicht das Problem. Euer Mund geht nachts auf, weil sich im Hirnstamm, also in eurem Gehirn, ein falsches Muster eingeschliffen hat, das den Mund aufhalten will. Die Taktgeber, die eure Atmung steuern, laufen mit den falschen Werten. Und automatisch auch im Schlaf. Und die Muskulatur macht nämlich nur das, was das Gehirn vorgibt. Und das Pflaster macht es sogar schlimmer, weil ihr dem Körper die Arbeit abnehmt, die Funktion selber reguliert, künstlich. Die Mechanismen, die den Mund auf natürliche Art und Weise geschlossen halten, die werden nicht gefördert. Und die entwickeln sich dann noch schlechter. Ihr braucht also kein Pflaster, ihr braucht Training. Das Programm muss korrigiert werden und nicht der Mund zugeklebt. Bei manchen kann es sogar gefährlich werden. Wenn die Nase gar nicht frei ist und der Mund verschlossen ist, dann könnt ihr gar nicht atmen. Hinzu kommt auch noch, wenn man sich mal im Schlaf übergeben muss, dann ist der Mund verschlossen, das Zerbrochene kann nicht austreten und er erstickt. Wenn die elementaren Funktionen gestört sind, wird das Gewebe im Mundraum, im Rachenraum nach und nach schlaff. Das verengt die Atemräume und dann fängt es so nach und nach an, erste Kennzeichen, Schnarchen. Die Luft muss beschleunigen, das schlaffe Gewebe fängt an zu schwingen und das ist das Schnarchgeräusch. Und selbst leichtes Schnarchen löst schon leichte Wegreaktionen aus. Ihr merkt davon wahrscheinlich nichts, aber der Tiefschlaf ist gestört, der so wichtig ist für die Lymphatik. Und die nächste Stufe ist, das Gewebe wird noch schlaffer, wird bei der Atmung in die Atemwege reingezogen und verstopft sie. Dann entstehen Atemaussetzer, Schlafapnoe, 30, 40 Atemaussetzer manchmal pro Stunde. Zum Glück merkt euer Gehirn, dass die Sauerstoffzusammensetzung nicht stimmt und weckt euch. Bei jedem Atemaussetzer neu. Der Tiefschlaf wird zertrümmert. Ohne Tiefschlaf schrumpfen die Zellen nicht. Es entsteht kein Platz und die Gehirnwäsche kann erst gar nicht anlaufen. Wenn euer Partner sagt, ihr schnarcht, nehmt das ernst. Das ist nicht ein rein kosmetisches Problem. Aber neben diesen Dingen, auf die ihr achten müsst, gibt es auch einige Alltagssaboteure, die euren Tiefschlaf zerstören. Beispiel Alkohol. Ja, ihr schlaft schnell ein, aber das ist kein Schlaf, das ist Betäubung. Alkohol unterdrückt die tiefen Schlafphasen und auch den REM-Schlaf, also den Traumschlaf. Und in der zweiten Nachthälfte wacht ihr immer wieder auf, weil der Körper den Alkohol systematisch abbaut.
Ihr liegt im Bett, aber die Reinigung läuft nicht. Ist das Schlafzimmer zu warm, muss euer Körper die Kerntemperatur absenken, damit sich Tiefschlaf einstellen kann. 16 bis 18 Grad Raumtemperatur wären normal. Wer in einem warmen Raum schläft, arbeitet die ganze Nacht gegen diesen Prozess. Und späte, schwere Mahlzeiten. Wenn ihr kurz vor dem Schlafengehen schwer isst, muss der Körper viel Energie aufwenden, um zu verdauen. Verdauung erhöht die Körpertemperatur und hält den Stoffwechsel aktiv. Genau das Gegenteil von dem also, was für Tiefschlaf unbedingt nötig ist. Am besten 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen nichts Schweres mehr essen. Noch ein Hinweis: die Schlafposition. Tierversuche haben gezeigt, dass Seitenlage möglicherweise günstiger ist für die Gehirnreinigung als Rückenlage. Ich sage dazu, dass das am Menschen direkt natürlich noch nicht bewiesen ist. Jedenfalls schadet es nicht, wenn ihr auf der Seite einschlaft. Wer da tiefer einsteigen will, wie man sich da am besten verhalten soll, wir haben ein Sleep-Maxing-Video gemacht, dann schaut euch das an. So, die Alterssaboteure abstellen. Damit könnt ihr heute Abend schon anfangen. Aber entscheidend sind auch die Basisfunktionen und daran müsst ihr aktiv arbeiten. Nasenatmung trainieren. Nicht erzwingen, nicht zukleben, sondern trainieren. So wie beim Sport. Ihr könnt euch nicht vornehmen, morgen Tennis spielen zu können. Ihr müsst es trainieren. Und genau so ist es hier, wenn man es nicht richtig macht. Für das Training haben wir die Faceformer-Therapie entwickelt. Mag vielleicht wie Reklame in eigener Sache klingen, aber ich muss es euch ja erklären, sonst erfahrt ihr ja gar nichts davon. Mit dem Faceformer werden gezielte Reize an Lippen, Zunge und Gaumen geführt, und zwar genau an den Stellen, die am dichtesten mit den Taktgebern im Gehirn vernetzt sind. Die Übungen trainieren Nasenatmung, Schluckbewegungen und Kopfhaltung gleichzeitig. Mit einem Übungsprogramm 3 Funktionen. Und das macht man etwa 10 Minuten 2 bis 3 Mal am Tag. Das Ziel ist nicht, dass ihr euch besser fühlt, wenn ihr trainiert. Das Ziel ist, dass die Taktgeber in eurem Gehirn die korrekten Muster wieder übernehmen und abspeichern. Das muss zu eurem neuen Normal werden. Und wie das genau funktioniert, erfahrt ihr am besten, wenn ihr mit der Faceformer Trainings-App arbeitet. Der Link ist hier unter diesem Video. Gut, das ist für heute genug. Fassen wir zusammen. Erstens, euer Gehirn hat ein eigenes Reinigungssystem, die Glymphatik. Entdeckt 2013. Im Schlaf schrumpfen die Hirnzellen, der Raum vergrößert sich um 60% und das Hirnwasser kann den Abfall rausspülen. Proteine, Stoffwechselreste, Entzündungsstoffe. Läuft das nicht, sammeln sich im Gehirn genau die Ablagerungen an, die man bei Demenz im Gehirn findet. Die Universität Cambridge hat das 2025 bei etwa 40.000 Menschen bestätigt. Zweitens, was diese Reinigung antreibt: Tiefschlaf, damit die Zellen überhaupt schrumpfen. Tiefe, gleichmäßige Nasenatmung, die das Hirnwasser pumpt. Und eine korrekte Kopfhaltung, damit die Blutgefäße im Nacken frei sind. Drittens, was die Reinigung blockiert: Mundatmung. Auf mehreren Wegen gleichzeitig kein Tiefschlaf. Schwacher Pumpeffekt, vorverlagerte Kopfhaltung. Über die Zeit schlaffes Gewebe bis hin zu Schnarchen und Atemaussetzern. Dazu Alkohol, zu warme Räume, späte Mahlzeiten. Was ihr tun könnt: Basisfunktion trainieren, nicht zukleben, die Taktgeber im Hirnstamm müssen neu kalibriert werden. Tiefschlaf schützen, Alterssaboteure abstellen, das sind die 3 Hebel. Wer das Autophagie-Video noch nicht gesehen hat, das ergänzt sich zu diesem Video. Zelluläre Reinigung von innen und Spülung von außen. Teilt dieses Video mit Menschen, die schlecht schlafen und morgens nicht in die Gänge kommen. Und schreibt in die Kommentare: Wusstet ihr, dass euer Gehirn ein eigenes Reinigungssystem hat? Gesundheit braucht Verstand. Und ich sage wieder Tschüss für heute.